Wir sind auf dem Wege nach Los Alcázares und dort gibt es den Stellplatz Nerjeros und dort wollen wir hin. Den möchte ich euch in diesem Video zeigen und so ein bisschen von der Umgebung. Herzlich willkommen zu diesem Video. Wir nutzen die Autobahn, sie ist ja größtenteils in Spanien mautfrei, aber hier gibt es noch ein Stück, dort muss man Maut bezahlen. Leider funktioniert unsere Mautbox von Maut 1 nicht mehr, so müssen wir das jetzt hier per Visa-Card erledigen, aber kein Problem. Das vielleicht noch zur Mautbox. Wir haben uns gemeldet bei Maut 1, man hat uns dann nach Spanien eine neue Box geschickt, die haben wir inzwischen und funktioniert jetzt einwandfrei. Wir fahren jetzt Richtung Stellplatz. Wir sind im Außenbereich der Stadt Los Alcázares. Die Anfahrt zum Stellplatz geht eigentlich recht gut. Wir haben Anfang Dezember. Wir haben vor einigen Tagen mit Freunden, die dort auf dem Stellplatz sind, telefoniert. Sie haben dann für uns dort einen Platz reserviert. Es soll dort auch noch freie Plätze geben. Ich habe diesen Stellplatz vor etwa 8 Jahren schon einmal vorgestellt, im November 2015. Inzwischen hat sich dort so ein bisschen verändert, der Platz ist erweitert worden und das möchte ich auch in diesem Video so ein bisschen zeigen. Ich verlinke das Video von 2015 hier, so kann man sich das nochmal anschauen, wie es vor 8 Jahren dort aussah. Wir durchfahren jetzt hier die etwas schmale Straße, geht aber alles ohne weiteres. Wenn man das nicht möchte, dann hätte man etwas länger geradeaus fahren müssen und dann abbiegen. Da ist dann die Straße etwas breiter. Man muss immer ein bisschen aufpassen mit den Bäumen. Hier sind sie nun weit zurückgeschnitten, aber wenn die in die Straße reinragen, dann könnte es so ein bisschen gefährlich werden fürs Mobil und man kann sich schnell mal eine Schramme fahren. Jetzt biegen wir hier rechts ab und wir sehen, die Straße wird hier jetzt erheblich breiter. Es gibt auch Parkflächen rechts und links neben der Straße. Es ist Sonntag und es parken hier einige PKWs mehr als gewöhnlich. Das hängt damit zusammen, an der Einfahrt zum Stellplatz, dort gibt es ein Restaurant. Das wird auch gerne von Gästen genutzt, die nicht auf dem Stellplatz sind. Links sehen wir jetzt die Einfahrt zum Stellplatz. Sie ist großzügig, also auch kein Problem mit großen Mobilen oder wenn man mit Anhänger kommt. Hier vorne rechts ist die Rezeption, hier meldet man sich an. Das Anmelden war kein Problem, man spricht hier Deutsch und wir haben eine Parzelle auf dem neuen Teil des Stellplatzes. Der gesamte Stellplatz ist asphaltiert. Das merkt vielleicht nicht jeder, hat Vorteile, es staubt nicht und bei Regen, man schleppt nicht unnötigen Dreck ins Haus, hätte ich beinahe gesagt, ins Wohnmobil. Hier im Süden von Spanien findet man überwiegend Plätze, die haben entweder als Boden Schotter, Asphalt wie hier oder vielleicht Sand. Grün oder Wiese findet man eher selten. Das hängt einfach damit zusammen, dass es hier sehr wenig regnet und die Sonne meistens scheint. Es gibt hier 4 Kategorien von Größen an Plätzen. Wir haben den zweitgrößten Platz genommen und müssen dafür dann 15 € pro Tag bezahlen, ohne Strom. Die kleinen Plätze fangen bei 12 € an und die größten Plätze kosten 18 € hier. Bei längerem Aufenthalt gibt es einen Preisnachlass. Wir haben hier jetzt eine Parzelle, die im Außenbereich ist. Das heißt, wir haben von unserem Mobil einen Blick in einen Park. Wir haben hier die Parzelle Nummer 63. Insgesamt gibt es hier mehr als 100 Parzellen auf diesem Stellplatz. Es gibt hier 3 kleine Sanitärgebäude auf dem Platz. Es gibt hier ein großes Restaurant, eine kleine Bar mit Möglichkeit auch Kleinigkeiten zu essen, ein Kinderspielplatz, ein Minigolfplatz und 2-mal Entsorgungsstation. Blick von oben, Satellitenansicht. Ich habe das Ganze mal gelb eingerahmt. In der Mitte ist der alte
Stellplatzteil. Unten rechts sehen wir den Sandplatz. Das ist jetzt der neue Teil. Der ist asphaltiert worden und ist als neuer Teil hinzugekommen. Das gesamte Gelände des Stellplatzes ist eingezäunt mit einem hohen Zaun. Wer also das Gelände verlassen möchte, vielleicht weil er mit dem Hund Gassi gehen möchte, der muss dazu eine der offiziellen Ein- und Ausgänge nutzen. Wer mit seinem Hund Gassi gehen möchte, das ist hier kein Problem. Es gibt hier einmal den Park und dann gibt es weitere Grünflächen, die wir hier sehen. Dort kann man auch mit dem Hund hingehen. In der Entfernung sehen wir den anderen Stellplatz, der nur einige 100 Meter entfernt ist. Die Sanitärgebäude, das sind Container. Das Ganze ist nicht sehr groß, die Räumlichkeiten, aber nutzbar. Das Duschen ist in der Platzgebühr enthalten. Während unseres Aufenthalts war der Platz nie voll belegt. Es gab immer noch freie Plätze. Strom gibt es hier ja auf dem Platz. Er kostet 70 Cent die Kilowattstunde. Ich bin bisher ohne oder wir sind bisher ohne Strom oder Landstrom ausgekommen. Aber man muss natürlich schon ein bisschen schauen, wenn es so wie jetzt bewölkt ist. Dann gehen die Batterien schon mal runter auf 28%. So war es zumindest bei mir. So muss man natürlich sagen, wir verbrauchen relativ viel, die Fahrräder, die Akkus laden. Und was natürlich bei uns auch entscheidend ist, dass ich am PC arbeite und das häufiger über Stunden. Und da verbraucht dann der Computer zwischen 10 und 20 Ampere pro Stunde. So. Wenn möglich kochen wir draußen, so wie in diesem Fall auch. Wir nutzen dafür so einen kleinen Gaskocher mit Kartuschen. Und dann habe ich noch so einen Windschutz dazu mir beschafft. Den kann man da rumstellen, damit die Flamme nicht ausweht und damit die Hitze so ein bisschen an der Pfanne bleibt. Wer sich für sowas interessiert, die Dinge findet man im Internet, kann man sich online bestellen. Ja, es war die letzten Tage schon etwas trübe, jetzt hat es auch noch geregnet und jetzt sind wir mal ein bisschen rausgegangen. Gleich nebenan, neben dem Stellplatz, findet man große Freiflächen, Parkplätze. Dort stehen auch Wohnmobile, stehen hier, wie man das so nennt, frei. Es wird hier geduldet. Ich habe also nie jemand hier gesehen, der hier weggeschickt worden ist. Ob das immer so ist und bleibt, das weiß ich nicht. Kann sein, dass sich das im Januar dann ändert. Der Strand und die Promenade, die sind vielleicht fußläufig 10 Minuten entfernt vom Stellplatz, also schnell zu erreichen. Und hier hat man eine kilometerlange Promenade. Das Ganze sieht natürlich bei Sonnenschein viel schöner aus, aber so ist es nun mal. Es muss auch mal regnen. Ja, da muss ja ganz ordentlich geregnet haben. Meistens ist nur mal ein Tag, wo es mal regnet oder trübe ist. Am nächsten Tag scheint dann meistens die Sonne wieder. Wenn wir dann so an der Promenade entlang gehen oder auch durch die Stadt gehen, dann werden wir hier und da schon mal erkannt. So hält auch schon mal ein Auto neben uns und erzählt uns, wo es ein gutes Restaurant gibt. Wir waren jetzt fein essen. Wo, ja? So ungefähr 3 Kilometer von da, außerhalb. Ja. Und Spanisch super. Ja. Wirklich. Es heißt Restaurant Simon. Aha. Venta Simon, ja. Ja, okay. Das ist auf der N332. Ah ja. Gut, danke. Wer jetzt kein Auto dabei hat und auch nicht weit fahren oder laufen möchte, der kann das Restaurant auf dem Stellplatz nutzen. Es ist links von der Einfahrt. Es handelt sich um ein großes Restaurant. Es hat den ganzen Tag geöffnet. Man kann dort was trinken, Kleinigkeiten essen, also Tapas. Und natürlich gibt es auch Hauptgerichte von der Speisekarte. Gasflasche tauschen ist hier auch kein Problem, gibt es hier. Meistens kostet es aber etwas mehr als an der Tankstelle. Zahlt meist an der Tankstelle etwas weniger als hier auf einem Stellplatz. Hier sehen wir jetzt die Entsorgung, die innerhalb des Platzes ist. Es gibt noch eine weitere, die ist außerhalb des Stellplatzes.
In dieser gesamten Region kann man gut mit dem Fahrrad fahren und so kann man zum Beispiel auch einen anderen Stellplatz sich mal anschauen und dort mit dem Fahrrad hinfahren. Das sind nur 6, 7 Kilometer und zwar in San Javier. Dort gibt es den großen Stellplatz La Ribera. Über diesen Platz habe ich schon mal berichtet vor Jahren und er ist noch erweitert worden. Wir sind mit dem Fahrrad dorthin gefahren, um uns das Ganze nochmal dort anzuschauen. Es handelt sich um einen sehr großen Stellplatz. Er hat mehr als 200 Plätze und ist in den Wintermonaten meist fast immer ausgebucht. Die Plätze haben hier eine unterschiedliche Größe. Es gibt Plätze für große Mobile, für Dickschiffe und normale Plätze. Die Preise liegen so etwa bei 10 Euro. Bei längerem Aufenthalt gibt es Rabatte. So sieht das Ganze von oben aus. Oder sah es aus. Inzwischen ist der Platz erweitert worden. Es sind weitere Plätze dazugekommen. Er läuft von der Straße aus etwas Spitzenwinkel zu. Was ich ganz interessant fand, ist, dass hier man die Gasflaschen füllen lassen kann. Was ich allerdings nicht weiß, ob das nur für Gäste des Platzes möglich ist oder ob auch Auswärtige dort ihre Flaschen füllen lassen können. Es gibt auf diesem Platz Strom und es gibt auch mehrere Sanitärgebäude. Das Duschen und auch die Benutzung der Toilette ist in der Platzgebühr enthalten. Zufällig treffe ich noch einen Jugendfreund, der kommt aus unserem Ort. Mit ihm habe ich zusammen schon vor 60 Jahren Camping gemacht. Alter Schulkamerad, oder wie sagt man? Ja. Aber die sind auch in der Schule gemeint. Ja. Wir haben uns hier noch mit Campingfreunden auf dem Stellplatz verabredet. Sie möchten mal eine Probefahrt mit unseren neuen E-Bikes machen. Das machen wir natürlich gerne, können Sie gerne machen. Und so suchen wir die beiden jetzt hier auf dem großen Stellplatz. Es hat etwas gedauert, bis wir sie gefunden haben. Die beiden überwintern hier auch in Spanien, bleiben aber nicht den ganzen Winter hier auf dem Platz. Und wir kennen sie auch schon lange. Es sind Christa und Wilfried. Wilfried, das darf ich glaube ich sagen, ist 88 Jahre alt oder jung. Und ja, fährt immer noch mit seinem Mobil und Anhänger und Auto hinten drauf. Siehst du gut drauf aus? Ja, sehr gut. Und was sagst du? Super, ha? Ja. Bist du zufrieden? Ja, ist gut. Ja? Das ist schön. Ja, Wahnsinn, ne? Das fährt sich wie ein großes, du. Ja, ne? Ja, wirklich. Irre. Das ist was ganz anderes als unsere. Siehst du, sollten wir doch noch überlegen. Auch das Handgas, das ist ja das Schöne, ne? Bitte? Mit dem, wenn du jetzt hier Daumengas. die Handfahrhilfe. Ah ja. Mit dem da. Ja. Nach einer Tasse Kaffee ging es dann wieder zurück zu unserem Stellplatz. Und am nächsten Tag, einem Samstag, dann ist in Los Alcázares ein großer Straßenmarkt. Ein sehr bunter Markt mit vielen Angeboten. Ein Hinweis dazu, und es gilt nicht nur für Los Alcázares, sondern es gilt auch für andere Orte, wenn man mit dem Fahrrad dorthin fährt und das dort abstellt. Es reicht nicht aus, das Fahrrad abzuschließen mit einem Speichenschloss. Bitte kettet das Fahrrad irgendwo an, denn sonst müsst ihr damit rechnen, dass es gestohlen wird. Hier ist es häufiger passiert, hier in Los Alcázares. Wer Gemüse oder Obst braucht, der kann das hier auf dem Markt preiswerter kaufen als im Supermarkt. Eins muss ich noch zum Stellplatz erwähnen, und zwar gibt es in unmittelbarer Nähe einen kleinen Flughafen. Von dort aus startet eine Kunstflugstaffel. Sie fliegt manchmal direkt über den Stellplatz. Das ist dann auch gut zu hören und wird dann richtig laut. Das ist meistens zweimal am Tag, einmal wenn sie starten und einmal am Nachmittag, wenn sie zurückkommen. Ich habe das hier mal markiert. Man sieht die gelbe Startbahn und links ist der Stellplatz. In der Nacht wird nicht geflogen und auch am Wochenende ist alles ruhig. Ist da irgendwas vibriert da? Für uns geht es nach einer Woche weiter. Wir wechseln ja gerne mal die Plätze. Hier und da bleiben wir mal 4 Wochen oder auch mal 5 Wochen. Aber ansonsten setzen wir immer gerne mal wieder um.
Wir haben ja noch viel Zeit. Wir wollen ja bis April in Spanien bleiben und werden noch den einen oder anderen Platz damit anfahren. Wenn ihr noch irgendwie Fragen habt zur Spanienreise oder wenn ihr Anregungen habt, worüber ich mal berichten soll, schreibt mir das gerne in die Kommentare. Ihr dürft es mir auch gerne per E-Mail schreiben, wenn ihr das nicht öffentlich machen wollt, dann ist das auch kein Problem. Ich sage mal wieder Dankeschön fürs Zuschauen. Bye bye, bis zum nächsten Mal.